einfach die Balken und haben hier eine zusätzliche Linie, die angibt, wie viel Prozent haben wir denn jetzt kumuliert. Also das ist nur B und das ist B und C. Und so können wir das Ganze gestapelt betrachten. Das Ganze ist auch ein Standard-Visual, eben mit Säulen und Linien. Leider gehen dafür Small Multiples nicht. Und diese Pareto-Linie, das ist ein DAX-Measure, auch nicht ganz einfaches Measure. Reed Havens hat das Ganze hier auf seinem YouTube-Kanal publiziert. Dann könnte ich das hier so umsetzen. Sind leider, wie gesagt, separate Visuals, keine Small Multiples. Vom Informationsgehalt ist das Ganze dann aber im Grunde auch mit einem Wasserfalldiagramm zu machen, weil auch hier gestapelte Prozente dazukommen und wir das Verhältnis sehen können. Nun ist ein Wasserfall eigentlich auch nicht wirklich beliebter als ein Kuchendiagramm. Für diesen Fall würde ich aber im Zweifel immer noch die Wasserfälle vorziehen.